nochmal Happy Halloween. Ich bin MadCChris und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe heute an Halloween von Grusel mit mir. Ich freue mich sehr, dass ihr zurückgefunden habt hier auf meinen Kanal. Ich habe jetzt ein Bigfoot-Special für euch vorbereitet. Ein Thema, was mich sehr interessiert, schon immer. Bigfoot ist für mich existent. Ja, ich warte halt immer noch auf den ultimativen Beweis, um euch es zu beweisen. Und heute hat Spooks für uns eine Compilation mit hoffentlich sehr aufschlussreichen Clips mit dem Bigfoot. Schauen wir mal, ne? Passend zu Halloween, weil Bigfoot kann ja auch sehr erschreckend sein, ne? Kann ja auch eine Horrorfigur sein. Gibt ja auch einige Horrorfilme mit dem Yeti oder Bigfoot. Ja, und ich würde sagen, wir schauen mal rein und lassen uns haarig berieseln, ja? Und vielleicht ein bisschen gruseln. Wer weiß. Also dann viel Spaß. Hier ist Sir Spooks. Wir haben hier 13 gruselige Bigfoot-Videos, die unerklärbar bleiben. Oder unerklärt geblieben sind, besser gesagt. Ja, dann würde ich sagen, los geht's. Hello everyone, my name is Sir Spooks. Hello. Today we'll take a look at 13 Bigfoot videos that are unexplained. Before we begin, I just wanted to ask you guys to please follow me on Twitter at the Sir Spooks to be updated on everything regarding me and my channel. I usually reply to everyone messaging me, and I really hope I can gather many more of you guys there. It truly feels like a community when I can much easier communicate with all of you. Also, on my Instagram at the Sir Spooks, I'm putting up lots of behind the scenes photos from my Halloween special, which will be released next month, as well as many other things. Be sure to follow me on both of those if you haven't already. So for this video I decided to take on the task of finding some compelling Bigfoot videos that I was yet to feature on my channel. And I think I managed to find some extremely interesting videos that I think you guys will really enjoy. I know this is quite a lengthy video, but once in a while I like to delve very deep into certain subjects to make sure all points are covered. So, let's begin. Ja, Number 13. A family was filming a happy video on Christmas in 2014. But soon after everyone says Merry Christmas and the woman filming pans past the tree, Ja, da war doch a was. dark figure can be seen outside in the woods. A couple of them notice the figure right away. She immediately goes outside to investigate and hopefully capture the thing once more on film. She asks another guy who is also recording whether he saw it. He says no, and she replies that it was really big. Soon after, their dog starts going after the supposed Bigfoot. It seems to be scared by whatever or whoever it is out there. In the end, it gets awfully close Geht ganz schön ab, der Hund. Ja, ich habe da auch gerade was gesehen. Vielleicht wiederholen sie es ja nochmal, es wäre schön. to them, so they decide to go inside. Say Merry Christmas, everyone! Merry Christmas! The tree. Da hinten. Oh my god. Oh, sieht aber mächtig aus. You see that? Something's behind the garage. Oh, here goes Oh no. Das sah breiter aus als ein Mensch. Also irgendwie seltsam, ne? Irgendwie so ein massiver Körper. Anders als ein Mensch halt. Und wie der Hund auch abgeht. We're real scared of him. Und der hat Angst. Rev! Stay here, Rev! You stay here! Oh my god. Da. Boah, das ist kein Mensch. Das ist Bigfoot, Leute. Da ist er. Oh my god. Der ist viel zu We're gonna get mächtig. back inside, guys. Yeah. Rev! I'll try my best to enhance the footage at all major parts so you guys can hopefully get a better look at the alleged Bigfoot. Garantiert. Schön am Waldrand.
Optimal. Doch. Der hat auch dieser Gang ist auch zu menschlich. Ich sage ja oft, dass Bigfoot-Sichtungen eventuell auch ausgesetzte Affen sein könnten. Aber dieser Gang ist zu menschlich und das Ding hat auch die Größe von einem Mensch. Man konnte jetzt gut die Größe einordnen mit den Autos und so weiter. Also es hat die Größe von einem Menschen, vielleicht sogar etwas einen großen Menschen halt. Also ich glaube schon, dass es Bigfoot ist, ne? Weil würde passen, die Gegend und alles. Das ist nicht einfach nur ein normaler Mensch. Seht ihr, das ganz, ganz kurios, ganz kurios. Ich glaube auch nicht, dass das gefaked ist, ganz ehrlich. Some have said that the woman's reaction makes it fake. Nee, But you have finde ich überhaupt gar nicht, dass es das Fake macht. Die Frau hat es nämlich auch nur durch Zufall gesehen. Die hat ja durch den Raum gefilmt, den Weihnachtsbaum und so weiter und hat ja nur durch Zufall gesehen, dass sich im Hintergrund was bewegt hat, dass da jemand herging. Und wollte dem jetzt halt auf den Grund gehen und hat es ja auch den anderen dann halt gesagt. Also für mich kam das jetzt eher authentisch rüber. have to keep in mind that everyone reacts differently. While you might freak out, others might stay calm, while their brain adjusts. Ja, aber ich meine, was soll das denn bringen? Warum soll die Frau jetzt da extreme Angst haben? Ich meine, wenn wir uns tagsüber in unserem Haus oder in unserer Wohnung befinden, wir haben einen großen Garten, ohne Umzäunung, ja, also direkt am Waldrand. Und wir sehen, dass da jemand hergeht aus dem Augenwinkel. Wir haben doch da jetzt nicht mega Angst, sondern dann will man einfach nur wissen, wer das ist, wer befindet sich da auf dem Grundstück, wer läuft da rum. Man hat doch da jetzt nicht so Angst wie bei irgendeinem Schattenwesen an einem Lost Place oder bei sich zu Hause, wenn so ein Schattenwesen um die Ecke guckt. Ich glaube, das ist noch ein bisschen was anderes, ne? Also, ich fand die Reaktion eigentlich schon sehr reell. To whatever they're seeing. The way the dog reacts is also peculiar, and someone said that it would be extremely hard to train the dog to behave that way. Genau. But perhaps the dog's behavior proves nothing. Maybe it is just some guy in a costume. Many say the way the video begins proves that it's fake. Nee. It all seems far too convenient that they caught a Bigfoot on camera the moment it's turned on. From what I can tell. Nö, das heißt es nicht. Es kann ja sein, dass der Bigfoot halt um dieses Gelände rumgeschlichen ist und es tatsächlich nur Zufall war, dass sie ihn aufgenommen hat. Was spricht dagegen? Also wir haben ja schon so viele Clips gesehen, wo so viel durch Zufall passiert ist. Alle waren ja jetzt nicht fake. Und warum das jetzt hier? It seems that there's almost an equal amount of believers as there are skeptics when it comes to this video. Ja. Number 12. Ui. Now it's time for a Russian Bigfoot sighting. When translated, the description says, "I don't even know who or what it was." The video takes place in the woods where a man is very scared of a creature walking in front of him. It was uploaded in 2011. Let's take a look. Ja. Серега, что это? Серега, это Серега. Серега. Das kommt mir eher fake vor. Analysis shows that whoever or whatever it is walks with bent knees at certain points, which would be pretty hard to do if it was a hoax. This is definitely one of the scariest Bigfoot videos that I've found on YouTube. But many people believe this is a hoax, claiming that it is undeniably a suit. Many also say that it looks like a person attempting to walk like a Sasquatch. Das ist schwer zu sagen. Ich finde aber das Verhalten von dem Bigfoot seltsam, weil er muss ihn einfach bemerkt haben. Der Typ ist laut und Bigfoots sind scheu. Wir haben ja auch in dem Clip davor gesehen, dieser Bigfoot hat sich ja direkt entfernt, der ist ja in diesen Wald reingegangen. Und der geht da einfach sehr ruhig weiter, obwohl der Typ da filmt, ja, und mit sich selber laut quatscht. Weiß ich nicht. Das macht's für mich eher fake. Nicht die Aufnahme an sich. 11.
Texas Bigfoot hunter Robert Dodson, who unfortunately passed away recently, had great success catching Bigfoot activity at his research area. In a 25-minute long video titled "Bigfoot is Pissed," he had several encounters in the woods at night. A glowing pair of eyes is consistently noticeable throughout the footage. At around 7 minutes into the video, you can see two eyes blink, then crouch, after which Robert says, "I thought I saw something." Something similar happens around 9 minutes into the video. No, So. da wurde er beobachtet. Finally, at around 14 minutes and 20 seconds into the video, a rock is thrown in the direction of Robert, and when he points the camera up again, the same creature can be seen. He then starts running away. Oh, that was a rock. That was a rock. Schon wieder. Oh, behind me there. Now I'll try and do my own enhancements at all highlights of the video. Let me know if you guys spot anything noteworthy. Ja, da waren ja zwei Augen. Also da war ein Augenpaar bei beiden. Weiß ich nicht. Vorhin der Stein ist ja direkt vor der Kamera gelandet. Auf dem Boden, vor dem Licht. Ja, keine Ahnung. Warum soll der Bigfoot so auf sich aufmerksam machen? Also wenn der Steine wirft, dann wirft er auch auf den Mann. Und auch nicht nur so kleine Steinchen. Ne? Nein, weiß ich nicht. Ja, ob das der Bigfoot ist. Ja gut, ne, also was sagt uns dieses Standbild? Dieses Standbild macht das Ganze eigentlich noch schlimmer als vorher. Vorher konnte man ja wenigstens hier noch irgendwie einen Kopf ausmachen, aber was ist das denn jetzt hier? Ja, alles klar. Most people in the Bigfoot community seem to believe that this video is authentic, but I doubt many others have seen this footage, so an excessive amount of people will probably yell hoax when they get a look at it. Whatever the case, it's one of the pieces of evidence that made Robert Dodson well known within the cryptozoology field. Also der Typ Robert Dodson, der das gefilmt hat, der ist halt berühmt gewesen dafür, der ist leider schon verstorben. Ich will ihm jetzt auch nicht unterstellen, dass er das faked, aber ich muss ihm leider unterstellen, dass das eventuell gefaked ist. Irgendwie habe ich da auch eine andere Meinung als die Experten, ja, weil viele sagen, das ist fake und das andere, andersrum, die sowieso meinen Bigfoot gibt's, sagen, das ist authentisch, die anderen sagen, das ist nicht authentisch, und bei dem anderen Clip davor, also bei dem ersten Clip, war ich derjenige, der das gesagt hat, dass das authentisch ist, und die anderen fanden es alle nicht authentisch. Ich glaube, es ist einfach eine Sache, wie man es für sich selber entscheidet. Man kann bei solchen Clips sowieso nie zu 100% sagen, ob die jetzt gefaked sind oder nicht. Es sei denn, irgendjemand analysiert das Bildmaterial und findet irgendwelche Fehler. So wie das ja oft bei irgendwelchen Spukaktivitäten ist, in Clips, die wir gesehen haben, wo Schnitte zu sehen sind oder wo man eigentlich überhaupt nichts sieht. Also wo eigentlich alles gefaked sein kann. Ist es halt hier auch so eine Sache, wie interpretiert man das selber, ne? Und ich interpretiere das jetzt einfach, weiß ich nicht. Es ist ein unrealistisches Verhalten von einem Bigfoot, wenn man überhaupt von realistisch sprechen kann bei einem kryptozoologischen Wesen. Aber für mich ist Bigfoot halt sehr, sehr scheu, und der würde sich da jetzt nicht so lange bei ihm da aufhalten, glaube ich nicht. Number 10. In this video, an alleged Bigfoot shakes a tree in a Florida wildlife reserve. Sasquatch Academy believes it was pulling bark off trees to find Sasquatch Academy? Das ist, glaube ich, tatsächlich ein existierendes Institut in den USA. grubs and other insects. He camps in this particular park and says there are quite a few trees that have been stripped off bark up to about 8 or 9 feet. Take a look. Da, ne? Oh, wow. Alles klar. Das könnte Bigfoot sein.
Also die Kartoffelcam lässt uns ja jetzt nicht viel erkennen, aber warum ist die Kameraqualität so übel? Warum? Now let's enhance the footage. Das ist ja so schlecht. Das ist ganz übel. Das macht es für mich jetzt unauthentisch. Diese schlechte Qualität. Warum? Wann gab es das letzte Mal solche schlechten Kameras an Smartphones oder an Handys? Das ist doch schon Milliarden Jahre her. Das war doch, weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte schon bei den Klapphandys ab 2004, 2005 bessere Kameras. Was ist das? Weiß ich nicht. Ich erkenne nichts. Ich kann nicht sagen, was das ist. Und diesen Zahnstocherbaum bewegen kann auch ein Mensch. Ein starker. Das ist auch ein Mensch. Das ist nicht Bigfoot. Weiß ich nicht. Nein. Also die Bildqualität sagt mir überhaupt nichts, was das sein könnte. Now what people wonder is why the video ends so quickly. As for why the video shakes, this is probably due to the cameraman having to zoom in quite a distance to capture this creature on video. If this is a guy in a costume, he would have to be quite strong to shake a tree that size. Also es muss noch nicht mal ein Typ im Kostüm sein. Es kann auch einfach nur ein Typ sein mit einer dunklen Jacke. Wofür braucht man bei der Bildqualität ein Kostüm? Also pointed out its lengthy arms as evidence pointing toward its authenticity. It's scary how easily it bends that tree, but who knows, maybe it is just a strong man in a costume. Also der hat kein Kostüm an. Some people say it walks away too much like a human to be a real Sasquatch. Richtig. Finding any background information on who filmed the footage and what led to the filming is not possible, so for now we only have this video to analyze. Number 9. This footage was captured by Robert Dodson and allegedly features a clear Sasquatch head somewhere in the woods. In the beginning, he films a cage and says that he placed tomatoes inside it, but unfortunately none of them had been taken yet. Now suddenly, around 2 minutes and 40 seconds into the video, something can be seen inside the forest. Take a look and see if you notice anything. Now, I'm walking through there and I can see your camera 200 feet off, long before I get in that 50-foot trip range. And just the most you can hope for. Alright, I'll now zoom in and enhance the footage, so you can get a better look. Ja, zeig her. Da ist doch nichts. Some people say this is just a dark tree in the background with light bouncing off leaves, creating the illusion of a face staring right at us. Others are saying this is clear evidence of a Sasquatch caught on camera. Total klar. Also ganz ehrlich, ne? Warum sollte sich ein Bigfoot dafür interessieren für ein paar Tomaten? Verstehe ich nicht. Und wie gesagt, ein Bigfoot ist ein scheues Tier. Warum soll der sich in der Nähe von diesen Typen aufgehalten haben? Das finde ich bei diesen Monsterjägern in den USA, da gibt es ja auch eine eigene Sendung, finde ich sowieso sehr interessant. Ja? Also wenn die auf Bigfoot-Jagd gehen, ich meine, die erwarten doch nicht wirklich, dass sie einen Bigfoot vor der Flinte kriegen. Vor allem, was wollen die machen? Den abballern? Also, keine Ahnung. Verstehe ich nicht. Also ein Bigfoot ist wirklich ein scheues Tier. Ich meine, überlegt doch mal selber, wilde Tiere. Auch wenn ihr auf dem Land lebt. Wie oft in eurem Leben habt ihr ein Reh gesehen? Also ich bin jetzt 39 Jahre alt. Ich bin auf dem Land aufgewachsen. Ich habe in meinem Leben vielleicht 30 Mal ein Reh gesehen. Das ist auf 39 Jahre verteilt nicht viel. Vor allen Dingen waren da mindestens 10 Rehe bei, die ich im Auto am Straßenrand irgendwo gesehen habe, noch nicht mal an meinem Wohnort. So, und wenn man sich dann überlegt, wie viele Rehe gibt es, und es gibt nicht wenige,
auf dem Land. Und trotzdem sieht man so wenige, weil es halt scheue Tiere sind. Oder Füchse, ja. Ganze Innenstädte sind verseucht mit Füchsen, weil die sich mittlerweile aus den Randgebieten in die Großstädte wagen, um Futter zu finden. Aber wann erblickt man mal einen Fuchs? Oder Waschbären? Waschbären gelten als Plage. Das sind halt auch so wilde Tiere, die sind halt scheu, die sieht man nicht. Und das Gleiche gilt auch für den Bigfoot. Und da glaubt doch nicht auch irgendein Bigfoot-Jäger wirklich, dass so ein Bigfoot vor die Kamera läuft und sagt, hallo, hier bin ich, oder vor die Flinte, oder jetzt fang mich aber hier. Es ist absoluter Irrsinn. Das sind alles Zufallsbegegnungen, so wie halt das Reh am Straßenrand. Zufall. Nummer 8. A woman recovered a 22-year-old tape of a Bigfoot sighting she caught together with her dad. Es ist erstaunlich, ne? Also die Bildqualität war jetzt schon besser als das gerade. Und das war digital aufgenommen und das ist nicht digital aufgenommen. Auf Filmaufnahmen, auf wirklich Film, haben halt eine gute Qualität. Ja? Zwar nicht so hochauflösend, aber die Qualität war zumindest immer gleichbleibend damals. She spent a lot of money to fix the footage up and get it changed over to a DVD. They captured the footage in the Cascade Mountains. Her dad didn't want his name revealed because he wanted to live his life on the down low and didn't want the attention, but she had to share it with someone. The video shows a supposed Bigfoot walking Ich nehme alles zurück, die Kamera, das ist doch nicht so gut. around. Throughout the video, the woman is narrating what happens. Now the video has gotten lots of criticism for the footage shown. When she's narrating about everything leading up to the sighting, it's an entirely different format than the actual sighting. I believe this may be due to the fact that whoever edited the video needed to show off some footage of the mountains and campsites to show something other than a black screen. There's no info if this footage was the footage her dad filmed, but when we do see the actual Bigfoot sighting, the format changes into something that does not look like it was made in an editing software. Also bei aller Liebe, ne? Ich erkenne da nichts. Also ich sehe, dass sich da was bewegt, dass sich da ein humanoides Wesen bewegt. Also es kann aber auch ein Mensch sein. Ich sehe jetzt da keinen Bigfoot. Was? Let's take another look at the footage, this time enhanced. Es ändert nichts daran, das ist doch kein filmischer Beweis für einen Bigfoot. Obviously, this could have been made up. The footage is too blurry to make a thorough investigation, so coming up with a conclusion is hard. The weird changes in format has, however, made some people skeptical. Also das Format war, von Anfang an, diese Frau hatte also eine VHS-Kassette von dieser Reise zu diesem Gebirge. Das wollte die halt auf DVD übertragen lassen. Ja, also die Bildqualität sollte auch verbessert werden und so weiter. Und anscheinend ist es wohl zusammengeschnitten worden, ja, die wichtigsten Szenen, damit nicht die komplette VHS überspielt werden muss. Und da waren halt Platzhalter drin. Also das heißt, dass nicht einfach nur nichts gezeigt wird, so ein schwarzer Bildschirm, sondern es wurden halt andere Bilder gezeigt. Und das waren andere Formate als das eigentliche. Das ist aber, finde ich, überhaupt gar nicht, also viele kritisieren das und sagen, ja, das ist halt ein Zeichen dafür, dass das nicht stimmt, aber das glaube ich halt nicht. Weil es auch gut sein kann, dass es qualitätsbedingt halt andere Formate benutzt werden mussten. Und da ist halt dieses Ding da aufgetaucht. Nur man konnte halt wirklich nichts erkennen. Und deswegen verstehe ich nicht, warum das als Bigfoot-Beweis, weiß ich nicht, warum hat Spooks das genommen? Das war jetzt wirklich von der Bildqualität das Übelste. Das Übelste. Nummer 7. On the 2nd of May 2018, a Bigfoot was allegedly called. Das ist eine gute Bildqualität. Und das ist 5 Jahre alt. So, und es kann mir keiner erzählen, dass
5, 6 Jahre davor die Bildqualität so schlecht ist wie auf dem einen Video, ja. On camera at North Cascades National Park. The video describes how Gunnar had seen a figure standing in the trees and decided to record it with his phone. The video itself shows the sighting as well as zooms in at the important points. Take a look. Jo, take mir mal einen Look. Okay, just gonna listen for noises. Oh, hallo? Hallo, hallo? Das sieht aber gar nicht so groß aus, ne? Habt ihr überhaupt gesehen? Just gonna listen for noises. Vielleicht zeigen wir es nochmal im Standbild. Da. Also, Größe. Vielleicht ist es tatsächlich ein ausgesetzter Affe. Erinnert mich, also gerade das erinnerte mich, die Aufnahme, die in Bewegung war, erinnerte mich stark an einen Menschenaffen, an einen Schimpansen zum Beispiel. Weil die Größe, irgendwie kommt mir das nicht so groß vor, ne? Weiß ich nicht. Bigfoot ist doch größer als 1,60, 1,70. Seht ihr? Das kommt mir nicht so groß vor. Aber es könnte tatsächlich ein Bigfoot sein, vielleicht noch kein ausgewachsener. Und das, Now what seems most noticeable at first das sieht auch sehr authentisch aus, finde ich, diese Aufnahme. is that it seems to barely move at all. It certainly looks like a Sasquatch from this video alone, but why doesn't it move then? It reminds me of a video I featured a year ago of a scary figure standing completely still in the woods. Was it purposely standing still for some reason, or was it all a hoax? Jetzt kann natürlich auch sein, dass sagen wir mal, es wäre ein Bigfoot, dass er überhaupt gar nicht weiß, dass die Jungs ihn sehen. Ja, also es kann ja sein, dass er da steht, die Jungs beobachtet und überhaupt gar nicht registriert, dass die ihn auch sehen. Das ist natürlich sehr gut möglich. Aber Sir Spooks hat auch recht, warum steht er dann da so, also eigentlich ergibt es auch keinen Sinn, weil ich ja selber vorhin gesagt habe, die sind sehr scheu, aber ich weiß es nicht. Also das Video erscheint mir sehr authentisch. Schwierig zu sagen. Vom Waldgebiet her würde ich sagen, es wird sogar passen, ne? Hohe Bäume, also auch von oben schlecht einsehbar, mit Drohnen oder irgendwie so, ne? Also gut geschützt. Also für eine kleine Bigfoot-Population sicherlich optimal, ne? Bei einem sehr großen Waldgebiet. Naja, schwierig. Kann sein, dass es Bigfoot ist. I can say with certainty that it wasn't achieved with visual effects, but perhaps they placed something in the woods. It could of course also be the real deal. Number 6. No. This might be the most controversial video on the list. A woman started recording this video when she was out driving at night with her husband and they hit something. They thought it was a deer, but backed up to make sure it wasn't a dog or a person, when suddenly a large creature started running toward them. Oh Gott. Take a look at the original Oh Gott, oh footage. Gott, oh Gott. Hit something. Hope it didn't hurt the car. Somewhere. Is that it right there? It is. Was ist das da hinten? Oh my gosh, go. Oh. Now I'll enhance the footage as well as zoom in and slow down. Da haben die wohl einen Bigfoot angefahren, wa?
Gut, ich glaube, ist schon mal nicht reingeschnitten, weil... What most people point out as proof that it's fake is the fact that it was a very convenient sighting. How come just as they start recording, they randomly catch it on camera? But that could honestly be said about almost anything out of the ordinary caught on camera by luck. Skeptics also point out that it runs like a human. Ja. But to that, believers ask them how they know how Bigfoots run. Like, is it written anywhere? Ja gut, ne? Wie kann man wissen, wie ein Bigfoot rennt? Es ist schon gar nicht mal so schwer, das rauszufinden. Also ich habe es auch schon in diversen Dokus gesehen, wie das wohl aussehen mag. Weil es ist ja nun mal auch ein Tier. Ja? Ein affenähnliches Wesen. Und bei seiner Größe und bei dem Körpergewicht und so weiter, da wird es nicht ausbleiben, dass die Schritte und die Schrittfolge und die Bewegung, der Bewegungsapparat anders funktionieren als die bei einem Menschen. Dass es auch anders aussieht. Wie das natürlich im Rennen aussieht, kann ich dir so gar nicht sagen. Aber wenn ich mir jetzt dieses Stammbild so ansehe, sieht jetzt überhaupt gar nicht mehr aus wie ein Bigfoot, ne? Könnte das sogar ein Mensch in Klamotten sein. Blaue Hose, braunes Hemd. Ich glaube, es ist ein Mensch. Ich glaube, das ist doch ein Fake-Video. How they run and how do they know? Das ist fake. Believers point out the massive size of the man in a costume or creature or whatever Der it hat gar kein is. Kostüm an. Some say the arms are also longer than a human's. But Nö. whatever you think, it remains the video on this list that most people are skeptical about. Ich glaube nicht, dass das echt war. Number 5. Oh. This video shows a Bigfoot sighting in Provo Canyon, in which the alleged Bigfoot throws a rock at the cameraman. What the? Das hat die Körpermasse eines Bigfoots. Was macht der da? Kacken, oder? Ich hoffe, Bigfoot hat ein Tütchen mit für seinen Schiss, ne? What most people have noted about the video is the sheer size of the creature and the incredibly long arms. What is unexplainable is the fact that if this is a guy in a costume, then how does he manage to throw a rock with such a long arm costume? Even if it had what people refer to as arm extensions or prosthetic arm, it still shouldn't be possible to grab hold of a rock and throw it so far if you're not using your own hand. Ist der Arm wirklich so viel länger als der eines Menschen? Kann ich gar nicht beurteilen. Kann natürlich ein Typ im Kostüm sein. Ja. Aber warum nicht auch Bigfoot? Ich meine, gut, ich habe ja vorhin noch gesagt, die sind sehr scheu. Der versucht sich ja auch zu verstecken. Also ist ja jetzt nicht so, dass der einfach nur da steht und ihn anglotzt, der Bigfoot. Sondern er versteckt sich und bemerkt, ach, der beobachtet mich noch weiter und wirft dann einen Stein, um den Menschen zu verscheuchen. Ne? Finde ich jetzt gar nicht mal so eine dumme Reaktion von einem Wesen, was wahrscheinlich auch nicht so unintelligent ist. Now let's take another look and I'll do my own enhancement. Er hat ja auch Erfolg, der andere haut ja ab. So we can hopefully gain better knowledge of this sighting. Könnte sein, dass es echt ist, ja. Es könnte sein. Das ist ja auch ein Affenverhalten. Das ist auch definitiv ein Affenverhalten. Eindringliche zu bewerfen. Ja? Affen sitzen da meist in Bäumen, die bewerfen dann einen nicht mit Stein, sondern mit Kot. Oder pinkeln auch schon mal gerne einen an. Ja? Aber im Endeffekt ist es das gleiche Verhalten. While skeptics haven't necessarily come up with any type of explanation as to how the rock could be thrown with an arm extension, they still believe it's a costume, which could very well be a possibility. This footage was caught around the same area of another very famous piece of Bigfoot footage called Provo Canyon Bigfoot Encounter, which has garnered millions of views. The video I showed you before, however, has impressed people much more than the mainstream one managed to. Does that mean it's a real Sasquatch? I'm by no means saying it is, but it is, however, more impressive than most. Kann gut sein. Ich finde es jetzt gar nicht mal so unauthentisch, ne? Number 4.
This video was claimed to have been captured by Vacation on North of Blue Ridge, Georgia. It was submitted to Legends Beware on July 12, 2013, immediately as the video begins. Das ist 10 Jahre alt und die Bildqualität ist top. Nur um das nochmal anzumerken. Aber das haben wir schon mal gesehen und ich fand das sehr authentisch und sehr realistisch, weil derjenige, der es filmt, auch realistisch reagiert und dem auch nachgehen will. An alleged Sasquatch can be seen crossing the road and entering the woods. The man recording then yells, "Get in the house! Get in the house!" to what I assume is someone standing behind him. He runs toward the Bigfoot and spots it a few times. Take a look. Ja, Get in the house! Get in the house! ja. Und da habe ich direkt gesagt, dass das eventuell ein ausgesetzter Affe ist, weil dieses Wesen sah oder sieht von hinten aus wie ein Schimpanse, ein großer Schimpanse. Und da bin ich mir fast sicher, dass da irgendjemand sein exotisches Wildtier, diesmal einen Schimpansen, einfach in diesem Waldgebiet ausgesetzt hat. 100%. Das ist ein Schimpanse. Now let's take a look at the footage again, this time enhanced. Die Bewegung auch, das ist schimpansenartig. Ja. Garantiert. Garantiert ist das ein Schimpanse. One commenter says, quote, "I see a lot of people on here are saying it's obviously this or that. I personally didn't see anything to prove or disprove that it was or wasn't a Bigfoot. Obviously a man in a costume. I didn't see any zippers or buttons. Did anybody else?" Meanwhile, someone else in the comments stated the following, quote, "That grunt sound was very low frequency and very powerful. Hard to fake." End quote. Many others believe Ja, man hat ja so einen Grunzen gehört, so ein ja, das ist auch Affe. Das ist ein Affenlaut. it to be a man in a costume saying that the Bigfoot appears to be man-sized. And I suppose the grunt sounds could be sound effects added in post-production. Ja, But otherwise, it definitely seems to be quite a large costume, if it is one. Someone did however mention that people tend to forget that Sasquatches also go through infancy, childhood, adolescence, normal phases of growth and development. So this could just be a Bigfoot starting out small, just like... es kann natürlich ein Bigfoot-Kind sein, ja, oder ein Bigfoot-Jugendlicher, der gerade noch im Wachstum ist, das ist richtig. Aber ich bin mir 100% sicher, dass das ein Affe ist, der ausgesetzt worden ist. Definitiv. humans do. Others point out that he shakes the camera quite a bit. Was this due to him being nervous, or was it to hide the details of what could be a costume? Number 3. A woman named Christina Roberts was out turkey hunting when she saw two Sasquatches walking by. She believes they were eating a deer that they may have killed earlier. So now let's take a look at the original video. Ja. Yes, I was out here hunting, and I'm so startled right now. I think I may have stumbled across a Bigfoot. I'm just not sure. Here, let's see if you guys can tell. I'm so startled right now. I'm so startled. Hä? Wieso Bigfoot? Das. Yeah, it looks like there's two Bigfoots. I don't know.
Das sind doch keine Bigfoots. Sag mal, Leute, die haben doch sogar Jacken an und irgendeine Mütze auf. Das sind doch garantiert nur ihre Kollegen, die mitjagen sind, auf der Truthahn-Jagd, die sie da verarschen will. Und das Video wird jetzt für voll genommen, dass sie da echt Bigfoot sieht? Also, sorry. Or something, I'm not sure. Das sind doch keine Bigfoots. Der hatte sogar eine Tasche. Now let's take a look at the same footage, this time enhanced. Wo sind das denn Bigfoots? Das ist Onkel Günther und Cousin Frank auf Truthahnjagd. Der trägt sogar irgendwas. Das sind doch keine Bigfoots. Most people believe these are just humans Yeah. and that the woman is just acting, Ja. which it could very well be. People who have done analysis videos on the subject don't believe they're humans, however. Hä, warum? But from my own enhancement, you can make up your own mind on this one. It's definitely hard to tell from the blurry footage. Nee. Also ich erkenne zu 95%, dass das keine Bigfoots sind. Kann man mir jetzt erzählen, was man will. Das sind keine Bigfoots. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Number 2. Caught on a webcam at Old Faithful Geyser at Yellowstone National Park, this truly impressive footage has made many wonder whether Sasquatches could in fact be real. In the footage, buffalo can be seen arriving in the snow, Ja, and at schöne some Büffel. point, 4 figures are seen walking from left to right, and then later from right to left, having come closer to the buffalo. Let's take a look at the original footage. Ach, sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Das ist doch Verarsche jetzt. Leute, was soll das denn? Da sind sogar 2 Personen. Das sind einfach nur 2 Personen. Ich weiß auch nicht. Ist jetzt jede Person, die wir vom Weipen aufnehmen an einem Waldrand, ein Bigfoot? Nur weil man sie nicht direkt erkennen kann? Ey. Du war doofes. Das sind einfach nur Leute, die gehen doch auch wie normale Leute. Das sind vor allen Dingen 4 Stück oder so. Sorry. Die gehen sogar so, dass sie nicht ausrutschen. Alright, so now I'll zoom in and enhance the footage so we can get a better look. Ja, bitte. Hat er nicht gerade gesagt, wir zoomen jetzt rein, um eine bessere Sicht zu haben? Nein. Also, bessere Sicht habe ich nicht. Das ist ja noch übler als vorher. Da kommt viel mehr. 4 Leute. Ach, das ist... Also wenn das Bigfoot ist, ne, dann fresse ich einen Besen, ganz ehrlich. Das ist never Bigfoot. Now several arguments have come forward as to why this is authentic proof that Warum? Sasquatches exist. Thanks in large part to analysis videos from Thinker Thunker and other theories circulating online. Of course, there are also many skeptics with theories that have all been debunked. Warum soll ich denn da Theorien haben? Ich muss da gar keine Theorien haben. Es sind einfach Menschen. Firstly, it has been pointed out that no people in their right minds would travel to Yellowstone National Park in the freezing cold. Nee, das mag sein, dass da keine Touristen sind, aber es gibt auch Parkranger. Soll man da nicht meinen, oder? Risk getting injured by the geysers spewing heated water or getting crushed by the buffalo. It's also remarkable how far they Weil traveled. Büffel ja auch so bekannt sind, aus circa 100 Metern Leute anzugreifen. In the footage within seconds. The body proportions are also off compared to a normal human.
The arm looks to be just as long as the leg. Also, when compared to the buffalo, es sieht auch einfach kacke aus, weil es so weit weg ist und weil die Bildqualität so mies ist. Da muss ich doch jetzt keine Riesenanalyse machen, um zu sagen, dass das Menschen sind. Weiß ich nicht. whoever is in the background would appear to be around 7 to 8 feet tall, if not even taller. Also, experts at cross 7 to 8 feet. Also ungefähr 4 Meter. Ne, 3. Ungefähr 3 Meter. Eigentlich mehr, ne? 7 to 8. Ungefähr 3,80 Meter, 3,60 Meter. Ah, komm. cross-country ski technique, said that this is no way were people skiing. Ja, warum soll ihr The denn body unter Ski movements were fahren? in no way in correlation with even a beginner's movements. Now the people yelling CGI. Vor allen Dingen, wo sind denn die anderen 3 hin? Von denen ist gar nicht die Rede. Hier zwischen war doch nicht nur er. Da sind doch noch 3 andere lang. Wo sind die überhaupt? Die müssten ja noch hier stehen. Ach, ich weiß es nicht. They obviously have never tried doing CGI themselves. I've made videos for at least 9 to 10 Da kommt years. einer. Obviously, you kommt haven't 2, seen any of my 3, old videos, but 4. I've long had a fascination 4. with visual effects and have attempted many techniques myself, and to do any of this just seems impossible. Besides, it was recorded from a government section live webcam. And sure, Mary Greeley, who uploaded this footage, may have gone as far as to attempt to do these visual effects on her channel, on which Warum soll man das denn auch mit Special Effects machen? Es sind einfach Leute. Es sind einfach Leute. Park Ranger, was weiß ich? Offizielle, die den Park begutachten, keine Ahnung. Kann man nicht auch in solchen Gebieten Skifahren generell? Ich weiß nicht. which she uploads almost every day, but it seems doubtful. You may not think so, but effects like this are extremely hard to pull off, if even possible. I've seen footage that people believed in that I could easily tell was achieved with the use of CGI. It's easy to tell when something doesn't quite look natural, at least if you've dealt with video editing and visual effects for years. Now, before you comment that the people or Sasquatches in the background only appear big because of zoom lens compression, this was also debunked by YouTuber ThinkerThunker. So, with all that said, am I saying this proves that Bigfoot is real? No, I'm not saying that, but looking at the evidence, it's hard to say that this was just cross-country skiers. Also niemand behauptet, dass das Skifahrer sind. Und der sagt immer, es ist debunked, also jetzt das, was die Kritiker sagen, aber er gibt ja jetzt überhaupt keine Anhaltspunkte, warum. Ne? Also für mich sind das einfach nur Leute, Menschen. Until people can actually come up with a better theory as to why it's a hoax, it will remain inconclusive. Haben wir uns so lange damit beschäftigt. Number 1, aber jetzt hier richtig. Some of the most impressive Bigfoot footage to be released within the past few years has got to be this video recorded by oil workers of a supposed Sasquatch Der Oil Workers, der hätte sein Öl mal nicht vorne über die Linse kippen sollen. throwing a heavy tree. A guy named Matt D was among the oil workers watching Matt this D? happen, and he sent it around to Matt Damon. several people. Sorry. Now first, let's just take a look at the footage before we dive into the detailed Ja, komm. analysis Hau videos raus. done on this. Oh yeah, okay, now I see something. Yeah. Yeah, he's kind of coming over the. Just through the tree. Da. Jau, wie so ein Speer wirft According er to das. YouTuber ThinkerThunker, whoever has thrown this tree must have superhuman strength. Okay, ja. By saying that the part of the figure we can see, which is supposedly just the torso, is about 3 foot long, he estimated the tree to be at least 12 foot long. But he went even more conservative and said 11. At small end diameter he wrote 4 inches, and at large end diameter he wrote 5 inches. Okay. Da muss ich sagen,
Wirkt authentisch. That would make the aspen tree 51 pounds heavy. By doing some comparisons to strong men throwing objects just as heavy, it was easy to tell that no human would be able to throw a tree this far. Also er hat jetzt halt beschrieben und ausgerechnet, dass es schwierig ist, dass ein Mensch, das war nämlich unmöglich. Vom Gewicht her, von diesem Stamm, der da geworfen worden ist. Ja, ich sag ja, das ist ja, ich finde es sehr authentisch. Ja. Just standing still. He estimated the throw to be 40 foot long. Auch wenn Bigfoots halt sehr scheu sind, aber wenn das halt sein Lebensraum ist, sein Gebiet und der Wald nicht ganz so groß, naja, so eine Baustelle macht halt auch Lärm und da hat er keinen Bock drauf. Even if it was plastic, it would still be extremely hard to throw it that long in a standing position. Das ist kein Plastik. Besides, the way it lands makes it look completely solid and heavy. Ja. It doesn't fold or bend. Ich finde auch die Reaktion der Bauarbeiter vollkommen authentisch, weil die reagieren jetzt nicht oder die sind ja jetzt nicht besonders irgendwie, sondern, hey, was ist das? Ja, da wirft ja da einen ganzen Baumstamm so, ne? Also es ist doch sehr authentisch, finde ich. Most commenters agreed, and one of them said, quote, "This is in no way a 12-foot tree. I run 10-foot sticks of half inches, conduit all the time in the field as an electrician for many years. Once you're used to knowing what 10-foot looks like, you can guesstimate just how long something is based on its distance. That tree is over 20 foot Also long noch länger easy, eigentlich. and way more than 5 inches in diameter. I would guess that tree is more likely 8 or 9 inches in diameter. So what is the distance and weight of it now? That has to be incredible." Another person said, "I work with trees that size all the time. No man on my team could do that to a tree that large. That is a lot of tree, and it fell dead weight like a heavy object. Further, if you look close, you see he didn't just throw that tree, he uprooted it, and you can see the dirt fly up behind it if you notice. That is the most compelling proof I've seen of something other than a man being in the woods out there." Also das ist Bigfoot. Definitiv, bin ich zu 100% von überzeugt. Personally, I don't really 100%. know how they'd pull this off, if it was a hoax. But obviously, plenty of people have come up with elaborate theories as to how the most insane circumstances could have made this possible. To those saying it is CGI, you obviously don't know anything about CGI. With that said, however, I'm not saying this is proof of Sasquatches existing, but it is nevertheless an impressive video that's hard to dismiss. And that was 13 Bigfoot videos that are unexplained. I really hope you enjoyed this video as I worked really hard on it. If you did, then be sure to subscribe to my channel so you don't miss what's next. Ja, war sehr interessant, muss ich sagen. Auch wenn da jetzt kein ultimativer Beweis da war. Ich fand den letzten Clip sehr aufschlussreich, auch wenn man gar nicht so viel gesehen hat. War auch viel Mist zwischen, muss man einfach so sagen. Ja, auch die Bildqualität, die schwankte zwischen super schlecht und absolute Katastrophe. Ich hoffe auf Besserung bei den nächsten Bigfoot-Compilations, die wir uns ansehen. Für heute soll es das mit Bigfoot zumindest gewesen sein. Und heute geht es dann locker flockig weiter mit einigen anderen Specials, ne, an Halloween. Da muss man den Zuschauern auch was bieten. So, und in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Video von Sir Spooks über Bigfoot. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch auf den Channel gehen von Sir Spooks. Ebenfalls der Link unten in der Beschreibung. Lasst ein Abo da. Und ich bettel jetzt auch noch ein bisschen rum und wünsche mir von euch ebenfalls ein Abo. Ja? Einen Daumen hoch für dieses Video. Einen netten Kommentar vielleicht jetzt zu Halloween. Und aktiviert die Glocke, damit ihr immer wisst, wenn was Neues kommt. Ja. Also dann, ich wünsche euch noch einen schönen Halloween-Tag oder wir sehen uns halt gleich bei einem weiteren Video. Also, haltet die Ohren steif. Ich empfehle mich. Adios.